Einen ganz wundervollen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Serie, und zwar geht es dieses Mal um React. React.js ist tatsächlich, wie der Name schon vermuten lässt, eine JavaScript-Bibliothek. Und das habe ich schon häufiger jetzt mal wieder von der Community gehört. Endlich mal wieder Frontend. Ja, wir wollen mit React das machen. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache, denn React ist eine der beliebtesten Alternativen zu Angular. Angular könnt ihr ja bei mir schon gucken, da haben wir schon einiges zu gemacht. React ist deutlich einfacher, was das angeht. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie vorher TypeScript lernen und davor JavaScript lernen und dafür HTML und CSS. Hier reicht euch HTML, CSS und JavaScript. Und HTML und CSS braucht ihr nicht mal wirklich dringend für diese Serie, sondern eigentlich eher, nun ja, on top, damit ihr quasi auch wirklich eine Website daraus bauen könnt, okay? Und das braucht ihr sowieso mittlerweile für quasi alle Frontend-Sachen. Bei React ist nämlich der folgende Punkt ganz, ganz wichtig. Und zwar, React ist nur eine Library und nicht wie Angular ein Framework. Das heißt, ihr habt hier ein relativ schmales, leichtgewichtiges Ding, was ihr eigentlich so kombinieren könnt, wie ihr wollt. Ihr könnt TypeScript in React benutzen, ihr könnt sehr, sehr viele Bibliotheken in React benutzen, aber in der Praxis müsst ihr das nicht. Ihr könnt das zusammenbauen, wie ihr wollt, und dann relativ schnell eigentlich auch anfangen. Das heißt, ihr könnt hier, und das werden wir nächstes Mal sehen, innerhalb von ein paar Minuten wirklich eure Basis-React-App starten und die dann auch wirklich einfach, ja, eigentlich relativ einfach auch wirklich benutzen, also verändern und benutzen, nicht wie bei Angular, dass man alles neu registrieren muss und so weiter und so fort, weil Angular einfach viel, viel fetter ist, okay? Und React ist halt eher so leicht zu nutzen und dann eben auch leichter zu lernen auch. Für viele ist natürlich auch immer so die Frage, was kann man damit machen? Das werden wir gleich sehen. Da will ich euch auf jeden Fall noch einen tieferen Einblick geben, denn diese Folge hier ist was ganz Besonderes auch für mich. Und ja, davor wollen wir noch kurz fertig klären, was eigentlich so der Unterschied zwischen React und Angular ist. Denn wir haben zum einen Facebook, React ist von Facebook, wird für Instagram, WhatsApp und so weiter verwendet, während Angular wird von Google verwendet. Das heißt Google Cloud, Google Analytics, Google AdWords, Firebase und so weiter und so fort. Das ist alles mit Angular gemacht. Das heißt, beides eigentlich wirklich sehr, sehr groß. Und hat auch intern ein paar Unterschiede. Und zwar React benutzt eigentlich nur One-Way-Bindings, also zumindest von Haus aus benutzt es nur One-Way-Bindings. Man kann Two-Way-Bindings machen, das heißt, im Endeffekt, wenn ihr im Hintergrund, also wenn in eurer Datenbank sich was verändert und ihr benutzt React, dann verändert sich auch euer Frontend. Wenn euer Frontend sich allerdings verändert, dann verändert sich von Haus aus zunächst mal die Datenbank nicht zwangsläufig, okay? Bei Angular ist es anders. Angular hat standardmäßig Two-Way-Bindings, das heißt, wenn ihr Frontend verändert, verändert sich die Datenbank und umgekehrt. Aber kann man bei React auch machen, werden wir wahrscheinlich auch hier in dieser Serie tun. Und dann haben wir noch einen großen Unterschied, und zwar React benutzt ein sogenanntes Virtual DOM, ja, Virtual DOM, falls jemand danach googeln möchte. Dieses virtuelle DOM, das ist quasi einfach, damit das Ganze nicht direkt verändert wird, sondern nur im Hintergrund virtuell verändert wird. Das macht es einfach unfassbar viel schneller. Und ja, das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Geschwindigkeit ist sowieso heutzutage alles. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Das heißt im Endeffekt React eine sinnvolle Alternative zu Angular. Und wir wollen jetzt mal angucken, was man denn mit React tatsächlich alles tun kann. Und dazu switchen wir mal rüber, und zwar diese Episode hier gesponsert von Get in IT. Get in IT ist ein Unternehmen, oder ja, im Endeffekt eine Webseite für euch, wo man sich registrieren kann, sein Profil anlegen kann und dann bekommt ihr Bewerbungen von Unternehmen bei euch. Und das heißt, da kommen wirklich Unternehmen zu euch hin und sagen, hey, ich mag, dass der Kerl React kann, ich mag, dass der Kerl HTML, CSS und JavaScript und TypeScript kann, und wir brauchen genauso jemanden, ich bewerbe mich jetzt bei dem. Nicht andersrum, also das heißt, ihr müsst euch nicht bei den Unternehmen bewerben, sondern die Unternehmen bewerben sich bei euch. Das ist das Coole daran. Und ja, man kann hier tatsächlich sein Profil sehr, sehr detailliert anpassen und eben auch hier dann seine Anfragen verwalten und so weiter und so fort. Das Tolle ist allerdings, das Unternehmen weiß gar nichts über euch, außer eure Fähigkeiten, bevor ihr nicht diese Anfrage auch wirklich akzeptiert habt. Das heißt, da ist natürlich dann auch der Datenschutz sehr, sehr wichtig. Eure Daten werden niemandem weitergegeben, wenn ihr nicht sagt, das Unternehmen ist interessant für mich, da will ich auch wirklich hin. Genau. Und was natürlich auch toll ist, dass es speziell für ITler ist. Und da könnt ihr wirklich euch perfekt eigentlich bewerben. Ich zeige euch mal ganz kurz das Profil. Da hat sonst niemand irgendwie Interesse daran,
außer IT-Lern natürlich. Und zwar könnt ihr hier einfach tatsächlich sagen, hey, ich kann jetzt nach diesem Tutorial hier React.js. So, und vielleicht seid ihr aktuell noch hier beim Starter, ja, wir fangen gerade erst an. Wenn ihr die ersten paar Videos gesehen habt, könnt ihr euch hier bei der 2 einstufen und wenn ihr die ganze Serie gesehen habt, vielleicht bei der 3 und dann entwickelt ihr noch selber irgendwas in React, dann habt ihr eine 4 und dann arbeitet ihr vielleicht beim ersten Unternehmen und danach habt ihr hier eine 5. Das heißt, ihr könnt hier euer Profil wirklich live quasi anpassen. Ich mache jetzt hier mal die 3 rein und dann können wir hier zum Beispiel noch sagen, okay, wir können auch noch TypeScript. So, TypeScript können wir ziemlich gut, würde ich sagen. Und dann können wir natürlich noch Python. Das haben wir natürlich auch beim Morpheus gelernt. Und das können wir wirklich auch sehr gut, weil wir damit schon viel geschrieben haben. So Sachen zum Beispiel. Und dann könnt ihr hier euer Profil quasi zusammen klickern und auch was ihr alles könnt, natürlich auch Sprachen, also bei mir Deutsch Muttersprache und Englisch kann ich fließend, eigentlich meistens zumindest. Und dann kann man hier sagen, was man tatsächlich sucht. Das heißt, wenn ihr gekündigt habt, seid ihr zum Beispiel ab einem gewissen Datum verfügbar oder ihr sucht direkt einen Job, ihr sucht zum Beispiel eine Festanstellung, ihr sucht ein Praktikum, Werkstudent, Abschlussarbeit, Aufbaustudium und so weiter und so fort. Ihr könnt ihr sogar für eine Promotion euch bewerben. Also alles, was ihr wollt. Und das Tolle ist natürlich, hier könnt ihr auch wirklich sehr, sehr viel dann customizen. Also zum Beispiel bei mir wäre hier IT-Security natürlich ganz, ganz vorne. Da habe ich Bock drauf. Wobei ich aktuell natürlich keinen Job suche für die Leute, die sich vielleicht, weil ich das hier unbedingt weitermachen möchte. Aber für euch ist das wahrscheinlich sehr, sehr interessant. Also hier könnt ihr natürlich dann auch Studium und Ausbildung angeben und dann eben natürlich hier sagen, von wann bis wann ihr studiert habt, wo ihr studiert habt und so weiter und so fort. Und das ist natürlich super praktisch. Hier auch zum Beispiel euer Lebenslauf, also quasi euren kompletten Lebenslauf zusammenklicken. Und wie gesagt, dann kommen die Unternehmen zu euch. Ihr könnt sagen, das interessiert mich. Also wenn ihr sich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Google bei euch bewirbt, ja, dann könnt ihr sagen, da habe ich Bock drauf. Und dann bekommt Google erst eure Kontaktdaten. Davor sind eure Kontaktdaten wirklich nur bei Get in IT. Und Google sieht, was ihr könnt, aber nicht, wer ihr seid. Also auch kein Bild, kein gar nichts, sondern wirklich nur, der kann das und das brauchen wir. Völlig anonym. Und das ist natürlich dann noch relativ cool, gleichberechtigungsmäßig, da hat wirklich jeder dieselben Chancen. Und wenn ihr dann irgendwie sagt, okay, das ist jetzt interessant, dann bewirbt sich eben Google bei euch oder ihr sagt, jetzt können wir mal einen Talk starten. Ja, und genau, diese Webseite hier ist auch in React geschrieben. Das heißt, wir finden hier sehr, sehr viele Elemente und da möchte ich natürlich auch im Laufe der Reihe immer wieder Bezug drauf nehmen. Das heißt, wir finden zum Beispiel hier oben den Profilbereich und hier oben finden wir eine Suchleiste und so weiter und so fort. Und das ist natürlich dann auch für euch interessant. Gut. Ja, wer Interesse hat, kann sich auch gerne mal hier bei der Website natürlich registrieren. Ist komplett kostenfrei für euch, für die Unternehmen natürlich nicht so sehr, aber das interessiert euch ja nicht, ne? Und dementsprechend finde ich die Webseite eigentlich super für euch geeignet und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr habt auch Bock auf React und wir werden da, wie gesagt, immer mal wieder Bezug drauf nehmen. Und nächstes Mal fangen wir an mit der Installation und natürlich mit den ersten paar Zeilen Code, beziehungsweise die lassen wir uns eigentlich eher generieren. Und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao.